wir beim 4. Teil. Und an der Stelle möchte ich eigentlich mal sagen, für mich geht es nicht darum, hier so ganz schnell durchzurushen und nur kurz irgendwie womöglich alles so schnell wie möglich abzuarbeiten. Ich möchte mir eigentlich alles so ein bisschen angucken. Und letztes Mal sind wir dann halt hier stehen geblieben. Das Gefängnis würde noch ausstehen. Hier eine Schlosserin und achso, da haben wir vielleicht noch die Gasse. Jetzt rede ich mal mit dieser alten Frau. Das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Ist das das Gespräch? Once you have a key, you've got to open the door. Okay, sind das Hinweise? Also ich habe keinen Schlüssel. Things are not what they seem. Ja, schon wieder. Die könnte auch die Voodoo Lady ersetzen. Genauso kryptisch. All keys are gold. It's the way of keys. Was hat die immer mit Schlüsseln? No one ever works together. All want their own prize. Ich klick das jetzt mal durch. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche Hinweise sein sollen oder einfach nur totaler Quatsch. When they get close to finding it, suddenly they are gone. Was denn finden? Schätze? You can find a golden key, but you cannot own it. A lock is a beautiful thing. A key, even more so. Also das Einzige, was wir bis jetzt gesehen haben, war ja dieser komische Tresor mit 5 Schlüssellöchern bei der Voodoo-Tante. Sonst würde mir zu Schlüsseln jetzt ehrlich gesagt nichts einfallen. If you listen close, you can hear the gears grinding. Okay, vielleicht war das jetzt ein Hinweis, dass man sagt, wenn wir Schlüssel finden, können wir am Geräusch hören, ob wir das da richtig machen. They're mostly gone now. Hardly anyone left to pick up the pieces. The queen always gives way to a new queen. Großer Gott, wie viele Sätze haben sie dieser Frau gegeben? She vanished along with the ship. I told her not to go. Wer ist die Königin? Meint ihr die Gouverneurin? The secret smells like popcorn. Welches Secret? Some islands you should not visit. But what can you do? I got my golden key. But then, that is not enough. Okay, sie hat einen goldenen Schlüssel. Kriege ich den? Lights out always comes sooner than you think. Ich bin mir nie so sicher, ob das hier Sinn macht. He's doomed. But that's what you get when you get involved with a woman of station. Wer ist gemeint? They all think they deserve it. Well, they do and they don't. Und wann wiederholen sich die Sätze? It's a fairly good story. I wonder if there will be a sequel. Na gut, das könnte man jetzt natürlich auch auf dieses Spiel beziehen. Ne? Tolle Geschichte, ob es eine Fortsetzung geben wird, Fragezeichen. Na gut, vielleicht ist das das Ende. Things are not what they seem. Ja, nach dem Husten kommt nur noch eine Wiederholung, ne? Some islands Ja, you das should können wir not also jetzt visit. vergessen. But what can you do? So wirklich schlauer geworden bin ich da nicht. Die Gasse lasse ich erstmal noch. Wir haben ja die anderen Lokalitäten. Hier kann man nicht rein. Wir könnten mal ins Gefängnis gehen. A visitor! Wait. Oh, Stan und Otis. Otis! Howdy, kid. And Stan! Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Neuer Artstyle, das ist schön. Naja, wenigstens machen sie sich über sich selbst noch so ein bisschen lustig. Große Neuigkeiten, ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Na, fragen wir erstmal, warum haben sie ihn denn jetzt eingesperrt? What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords.
Was? Was meint er denn mit den kleinen Dingen? Was ist das denn hier? Mir ist aufgefallen, dass du nicht gesagt hast, für welches Verbrechen sie dich eingesperrt haben. Ja, mir ist das auch aufgefallen. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Das ist vielleicht auch nicht so gut, ne? Das klingt nach einer unklugen Entscheidung, das ist wohl wahr. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Okay, große Neuigkeiten. Unglaublich neu. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Nehmen wir an oder so, dass der von der Schlosserin gesprochen hat. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. Du musst es wissen. Was haben wir denn hier? Gesundheitsrisiko? I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Ja, so kann man das dann natürlich aussehen. How's your day going? Ach, das ist Autos sprechen, das ist Quiz. Oh, das ist eine Quizkarte. Ich sehe die gar nicht richtig. Okay. It says jail rules. 1. No escaping. Und You look like you're having Regel a zwei. good time. That's nice. It says jail rules. 1. No escaping. Okay, mehr gibt's nicht, so wie es aussieht. Was haben wir hier? Das Schloss. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. So, Entschuldigung. Zu klein. Dann gucken wir doch mal hier. Wir haben noch diese 2 Monokel. Ist eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich egal, mit welchem wir das They jetzt say the only probieren. real prison is the one in your head. Die kleinen But take it Zahlen from me, vergrößern. that's a load of barnacles. Ja, Stan, Ruhe, du bist nicht dran. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Vielleicht ist es gut, dass die Seriennummer, dass wir die brauchen, damit die Schlosserin dort einen passenden Schlüssel zur Seriennummer machen Word of kann. advice, kid. Stick to the narrow straights. Stan, dich lasse ich drin, das weiß ich jetzt schon. Oder oben ist noch was, das hätte ich, die Spinne, hätte ich fast übersehen. Das ist eine... Eeh, a spider. Ja, genau. Jail is like a bad breakfast. Small, greasy, and hard to swallow. So wie du es verdienst, Mann. Any writing that was once here has been rubbed away. Okay, das heißt, den kriegen wir da bestimmt nicht raus. Da gibt's auch keine Seriennummer. Hervorragend. Tja, Stan, du quatschst zu Darn viel. it! I've been trying to inventory the spiders, but they keep eating each other, and I have to start over. Hey, Stan. Hello there, son. Trauen wir uns. Es tut mir leid, dich im Gefängnis zu sehen. Naja, geht so. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. Ich hatte wirklich gehofft, ein Schiff von dir zu kaufen. Oder geschenkt zu kriegen oder so. Fragen wir erstmal, was er gemacht hat. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? Geld? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Ja, genau. Mit seinem Beerdigungsinstitut von Teil 2. Da ist er dann unglaublich
daran interessiert, was mit den Leuten ist. Was genau hast du angeblich für die Menschen getan, dass du verhaftet wurdest? Care about people. Ja gut. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Ja, das sind wieder alle beschissen da. Na gut. Hattest du nicht eine Anwaltskanzlei oder sowas? Welchen Teil war das denn? Anwaltskanzlei? Ich erinnere mich, wie gesagt, nur noch an das Beerdigungsinstitut. Die Spielchen danach sind mir nicht so ganz präsent. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Immer noch seine wackelnden Arme da. Manche Dinge ändern sich nicht. Sprechen wir das mal mit dem Schiff an. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. So, ich sage ihm erstmal das mit dem Geheimnis und dann, ob es was hilft, ihn aus dem Gefängnis zu befreien. Aber ich denke mal, das wird nicht unsere Aufgabe. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Ach, guck an, der will das wirklich nicht mal. Aber wir können weiter nachhaken. Warum eigentlich nicht? Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Antwortet er immer das Gleiche? Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Das brauchen wir also nicht mehr fragen. Kann ich sonst noch was für Is dich there tun? anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. See you later. Yep. Ist das jetzt im Auftragsbuch, dass wir eine Zahnbürste besorgen müssen? Nö, ist kein wirklicher Auftrag. Also immer noch der Mobstielbaum, ganz wichtig. Dann gehen wir mal raus, wir haben das ja alles hier. Hot diggity, what a day, huh? So, wenn wir dann schon da sind, gucken wir gleich mal bei der Schlossertante rein. Habe ich denn jetzt im Inventar diese Seriennummer? Das ist sie, ne? This is the number for the jail cell lock. Okay. Mal sehen, wie die Schlosserin aussieht. Hi there, newcomer. Hi there. Passt mir zu so einem Cyberpunk-Setting, oder? Was haben wir denn hier alles? So, wir haben hier... Oh, eine Schatzkarte. I see a peninsula trailing off into small islands.
but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Okay, keine Schatzkarte. Schlösser. Brauchen wir ein Schloss? What's that lock? That's for hats. And please, don't touch the glass. Und die nächste Quizkarte. Was haben wir denn hier? What's this key? That's for a lockable quiver. And please, don't touch the glass. Mann, sei nicht so giftig. Clevere, verschachtelte Kisten. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Okay. Gut, dafür sind wir nicht hier. Passt schon. Was haben wir denn da? Oh, ein elegantes Buch. Hinweise? At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Gut, keine Hinweise. Kann man hier noch weitergehen eigentlich? Nee. Oh, die Cracker. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Die sind bestimmt für Polly, ne? So, was haben wir denn sonst noch? Coole Maschine. Reden wir mal mit dem Papageien. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Oh, sieht aus wie ein Angelhaken, ne? What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Schon wieder goldene Schlüssel, so wie die alte Frau das da drüben erzählt. Ob das ihre Mutter ist? Könnte das sein? I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Die ist irgendwie trocken, total humorlos. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Lock Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Der Name stand doch auf der einen Quizkarte. So, da hätte ich natürlich lange raten können. Vielleicht kann ich das Quiz wirklich erst beantworten, wenn ich das Spiel durch habe. Wir werden es sehen. Können Sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Wahrscheinlich mit der Seriennummer, ne? Es scheint falsch zu sein, dass man einen Schlüssel nur anhand einer Seriennummer oder der Seriennummer erstellen kann. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Genau, sind die Schlösser nicht viel weniger sicher. Ja, komm, wir lassen uns hier einen Schlüssel machen, dann holen wir Otis raus, ne? Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Genau. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Okay, das wäre ein Hinweis gewesen, wären wir erst hier reingegangen wahrscheinlich, ne? Was hindert mich daran, die Seriennummer auf einem Schloss eines anderen zu lesen und einen Schlüssel anfertigen zu lassen? Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Das wäre dann der Hinweis auf das Monokel gewesen. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. So, das brauchen wir nicht. Wer ist die alte Dame auf dem Fenster? Ja, das ist die Mama. Pass mal auf. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Okay.
Ja, die redet doch ein bisschen wirr durcheinander, aber vielleicht hat sie ja mal Schlüssel verbuddelt beim Undertaker-Business da. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. So, das kann ich jetzt jedem unter die Nase reiben, ist auch völlig egal. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. Ooh. That seems enormously useful. Maybe. Depends on if you can close them again. Na gut, ich denke, ich werde mich ein I bisschen think I'll browse around a umsehen. bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. So, da wir ja die Seriennummer haben, werden wir ihr die gleich mal geben. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. So, haben wir hier irgendwas vergessen? Keine Ahnung, ne? Ich glaube, wir haben alles angeklickt. Ich wüsste jetzt nicht, wenn nicht, müssen wir nochmal zurückkommen. Keine Ahnung. Nee, alle Hotspots angeklickt, denke ich. Und raus aus dem Laden. Gehen wir nochmal rüber und holen Otis raus. Hey, Guybrush! Hey, kid. Hallihallo. Da ist der Schlüssel. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Gut, mit Stan konnte man nichts machen. Eine leere I'll Zelle. stay on this side of the bars, just in case. Ja. Okay, da gibt es also nichts, was wir rausholen I don't müssen. remember this place being so leaky. Aus Versehen angeklickt. So, wir hätten die Gasse. Komischerweise kommen wir hier nicht weiter, oder? Kommt man hier weiter? Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich will noch mal was schauen. Und zwar... Mal kurz in die Richtung. Ich wollte noch mal was in der Scamba nachgucken. Das kommt. Oh, da ist ein neuer. Was ist das? Eine schicke Kerze. Fancy. Wer ist der denn? Sauber aussehender Pirat. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm It had ingredients in it or something. not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Eieiei, das heißt also, der hat irgendwas bei der Gouverneurin gegessen, also bei der Schwertmeister-Gouverneurin und es war irgendwas Warmes, aber er weiß nicht, was es war. Dann können wir mal einen Koch fragen. Obwohl, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der auch nichts kapiert. Weil da einfach nur Sachen, Ingredients drin waren, aber keine Ahnung, welche das waren, oder? You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Wer ist das? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Tja, schmeiß doch irgendwas rein. Also, wo sagt er das Gericht? Bei der Gouverneurin, ne? Where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Tja, dann müssen wir vielleicht da doch mal hingehen und die Gouverneurin fragen, was da drin war. Und dann dem Koch helfen oder so. Wenn ich dir ein Rezept bringe, kannst du es dann zubereiten?
Ja, das geht wahrscheinlich in so eine Richtung. Mal If I sehen. brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Aber eigentlich ist das hier gar nicht das, was ich hier wollte. Ha, komm, den Gag müssen wir wieder mal machen. Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Kann ich nochmal nach dem Mob fragen? Can I ask you again about the Gibt's mop was I need to Neues? make? Neuer Tipp? Sure. Nee, Never mind. nee. Und jetzt How's it going with that hatten wir alles nightmare durch? customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Nee, das hatte ich dann alles durch. I'll see what I can find out. Thanks. Da müsste ich ja doch irgendwie zu der Gouverneurin kommen können. Wahrscheinlich den Weg einfach weitergehen. Das ist ja blöd. Los, run, Forrest, run. Ach nee. Anderer Film. Tja. Oh, ich gucke auf die Zeit. Wir sind ja fast schon wieder durch. Wenn ich das so richtig sehe, müssen wir mal gucken. In Richtung Gouverneurin. Kann ich hier irgendwie hingehen? Ja, gibt es hier noch irgendwo einen Hotspot? Den hinteren Weg ins Innere der Insel? Nee. Haus der Gouverneurin. Wo gibt es denn schon? So, wollen wir mal gucken. So, ich hatte diesen Schnitt gerade gemacht, weil ich überlegt habe, ob das jetzt Sinn macht. Ich befürchte, dass die ganze Sache mit der Gouverneurin, also wenn wir versuchen, ihr so ein Rezept aus der Tasche zu leiern, dass das länger dauern wird. Und dann kriegen wir wieder hier eine, ja, weiß ich nicht, eine ganz arg lange Folge hinter zusammen. Und das möchte ich eigentlich nicht immer, weil ja nicht jeder Mensch immer so die Zeit hat, sich dann zu viel da anzugucken. Dann schlage ich vor, ich mache hier einen Cut, sage vielen Dank fürs Zugucken und hoffentlich seid ihr dann dabei, wenn wir in der nächsten Folge der Gouverneurin begegnen und dann irgendwie versuchen, an dieses Rezept zu kommen, damit der Koch diesen ja sehr schicken, sauberen Piraten zufriedenstellen kann. Ich bin mir aber noch nicht darüber im Klaren, wie uns das bei unserer Suche nach dem Holzstielbaum weiterbringen soll. Aber da es ein Puzzle zu sein scheint in dem Spiel, muss es ja irgendeinen Sinn haben. Hoffe ich. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und tschüss.